Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meiner Schiebedachreparatur. In dem letzten Video habe ich das gesamte Schiebedach zerlegt und den betroffenen Bereich am Fahrzeug gründlich gereinigt und geschmiert. Ich habe dir das Video oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Heute werde ich mich mit den demontierten Teilen beschäftigen und anschließend wird der Zusammenbau erfolgen. Und so sehen die Patienten aus, die gleich behandelt werden. Im ersten Schritt werde ich mich mit den einfachen Teilen beschäftigen und anschließend schaue ich mir die Hubwinkel genau an. Als erstes sind die beiden Gleitschienen dran, wo man reichlich Fett sieht. Das ist jetzt schon so hart, dass man es auf jeden Fall entfernen muss. Dafür werde ich den Bremsenreiniger verwenden und einen Lappen. Im nächsten Schritt werden die Leisten gereinigt. Ich werde sie erstmal mit einem Pinsel vom Staub befreien. Jetzt folgt der Bremsenreiniger. Und jetzt ist der große Kollege dran. Hier genauso erstmal den Staub entfernen und anschließend mit dem Bremsenreiniger reinigen. Zum Schluss werde ich auch die Dichtung mit dem Silikonspray behandeln. Bei der Reinigung ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar hier an den beiden Stellen hat der Kleber schon den Geist aufgegeben. Deshalb müssen die beiden Teile geklebt werden. Und nach der einfachen Reinigung komme ich jetzt zu dem Hubwinkel. Das ist der linke, also von der Fahrerseite. Ich kann hier auf den ersten Blick keine Brüche erkennen. Hier funktioniert noch alles, ist aber richtig dreckig. Deshalb wird jetzt zum Glück nur die Reinigung reichen. Und jetzt sieht man, was auf dem Tisch liegt. So dreckig war das Teil. Ich werde jetzt im zweiten Schritt das Teil mit dem Bremsenreiniger säubern. Und weiter geht's mit dem Silikonspray. Ja, der sieht schon sehr gut aus. Jetzt ist der nächste dran. Und so sieht er aus. Ich habe ihn schon ganz grob gereinigt. Er hat auch keine Brüche, funktioniert eigentlich ganz gut, aber mir ist es aufgefallen, dass er unheimlich schwergängig ist. Ich werde deshalb alle beweglichen Teile mit WD-40 behandeln, mit der Hoffnung, dass ich damit den Dreck lösen kann. Ich habe es einwirken lassen. Jetzt werde ich noch mit dem Pinsel den Dreck beseitigen. Und dann wird eine gründliche Reinigung folgen. Und da sieht man, wie dreckig das Teil war. Jetzt werde ich den Bremsenreiniger entfernen und dann folgen weitere Schritte. So, das Teil ist sauber und es hat tatsächlich geholfen. Es ist wieder beweglich und kann somit eingebaut werden. Ich werde aber noch vor dem Einbau ganz kurz alle Gelenke mit dem Silikonspray behandeln. Ich hatte großes Glück, dass alle Teile unbeschädigt sind und wieder eingebaut werden können. In den meisten Fällen liegt der Fehler daran, dass die Hubwinkel gebrochen sind und müssen dann ausgetauscht werden. Für eine eventuelle Beschaffung habe ich dir die beiden Artikelnummern rausgesucht. Das ist die linke Seite und die rechte. Als Alternative habe ich dir in der Videobeschreibung einen Hubwinkelsatz aus dem Zubehörhandel verlinkt. Die Qualität ist selbstverständlich nicht so gut wie bei den Originalteilen. Sie passen aber, funktionieren und können eigentlich ohne Bedenken verwendet werden. Genug geredet, jetzt wird das Dach zusammengebaut. Dabei werde ich alle wichtigen Teile fetten und schmieren. Im ersten Schritt kommen die Hubwinkel rein. Ich beginne mit der Beifahrerseite
und mache auf der anderen Seite selbstverständlich das Gleiche. Und jetzt ist die Leiste dran. Dafür schiebe ich den Hubwinkel ganz nach hinten und dann wird sie reingeschoben. So, und jetzt wird genau das gleiche auf der anderen Seite gemacht. Ich habe das ein wenig abgekürzt. Hier ist die Leiste schon drin. Jetzt können auf beiden Seiten die Leisten mit den Schrauben befestigt werden. Ich verschiebe den Hubwinkel nach hinten und dann geht's los. Nachdem die beiden Schrauben befestigt wurden, wird jetzt der Hubwinkel nach vorne verschoben und dann kann die dritte Schraube befestigt werden. Auch das ist fertig. Ich habe jetzt auf beiden Seiten die Führungsleisten verschraubt. Im nächsten Schritt wird die Transportbrücke mit den Hubwinkeln verbunden. Nachdem ich überprüft habe, dass die Hubwinkel nicht im Weg stehen, verfahre ich die Transportbrücke nach vorne. Und wenn sie ihre Endposition erreicht hat, dann können die Hubwinkel mit der Transportbrücke verschraubt werden. Jetzt wird sie auf beiden Seiten mit jeweils 3 Schrauben befestigt. Schlüsselweite 8 mm. Und auch dieser Arbeitsschritt ist erledigt. Alle Schrauben sind drin. Jetzt wird die Mechanik im eingebauten Zustand gefettet und geschmiert. Ich beginne mit dem Schmieren der Leisten. Dafür verwende ich das Spezialöl von Mercedes-Benz. Ich trage eine dünne Schicht auf die Leiste auf und verteile das gleichmäßig mit einem sauberen Pinsel. Im zweiten Schritt werden alle beweglichen Teile am Hubwinkel gefettet. Das gleiche wird selbstverständlich auf der anderen Seite auch gemacht. Beide Seiten sind gefettet und geschmiert. Jetzt nur noch das überschüssige Öl und Fett beseitigen und dann können die weiteren Arbeitsschritte folgen. Bevor es weitergeht, muss die Mechanik nach hinten verfahren werden. Und jetzt kann es weitergehen. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt kann das Dach wieder geschlossen werden. Ja, das passt. Jetzt geht es weiter. Jetzt muss man den Hubwinkel aushängen, in diese Position bringen und dann können die Teile hinten verbunden werden. So, wieder rein und dann ist es auf dieser Seite fertig. Das gleiche wird jetzt auf der anderen Seite gemacht. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo ein sehr schwieriger Arbeitsgang durchgeführt werden muss. Normalerweise macht man das zu zweit. Ich werde probieren, das alleine zu erledigen. Jetzt werde ich den Deckel reinschieben. Oh, das hat relativ gut funktioniert. Die Schrauben sollen so angezogen werden, dass der Deckel in dem vorderen Bereich etwas tiefer sitzt als die Dachkante und in dem hinteren Bereich einen leichten Überstand bildet. Ich habe den Deckel auf beiden Seiten mit den Schrauben befestigt. Jetzt muss ich das Dach öffnen, damit die Gleitschiene montiert werden kann. Nun kann man die Gleitschienen einbauen. Die Schrauben werden nur handfest angezogen. Ganz vorne wird die längste Schraube eingebaut. Und jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche. Ich habe es etwas abgekürzt, die andere Seite selbstverständlich auch fertig. Jetzt werde ich das Dach schließen und alle Funktionen testen. Wie du siehst, das Schieberdach funktioniert wieder. Du kannst mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob du die Reparaturanleitung hilfreich findest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.